Das letzte Mal habt ihr gesehen, wie wir mit unseren Rädern die Stadt Mardin erreicht haben. Nachdem wir endlich einen Zeltplatz organisiert haben, wollten wir uns auch die Stadt ansehen. Beim Flug mit der Drohne verlor sie einfach die Verbindung und schmierte ab. Wir hatten so ein Glück. Zufällig hat es jemand gefunden und uns gebracht. Jetzt können wir uns endlich Zeit nehmen und Mardin näher erkunden. Mardin liegt etwa 30 Kilometer von Syrien und 200 Kilometer von der irakischen Grenze entfernt. Das Hauptziel für die Touristen ist hier die Altstadt, die auf einem Bergrücken liegt. Von dort aus kann man sehr gut die syrische Tiefebene überblicken. Wir erkunden die kleinen Gassen der Altstadt und kommen an vielen traditionellen Steinhäusern aus hellem Kalkstein vorbei. Ja, jetzt seht ihr das mal so ein bisschen. Wir sind ordentlich hochgegangen. Und stellt euch vor, über diesen Dächern stürzt eure Drohne sozusagen ab und ist der Meinung, sie hat keinen Bock mehr. Gruselig! Der ist mal relaxed. Guten Morgen! Das ist ein ziemlich gemütlichen Stein scheinbar. Es ist so süß hier. Also schon tolle Gassen hier, muss ich sagen, wirklich hübsch. An ein paar Stellen haben sie es bemalt, das seht ihr gleich. Das ist auch schön, aber ich mag es ursprünglicher lieber. Karpuz. Hey, cool, Karpuz. Okay, also Portakal ist Karpuz hier. Hier, ich muss ja dazu sagen, wir sind ja jetzt quasi in Kurdenland. Mardin ist ja, wir sind in Südostanatolien, da leben eigentlich hauptsächlich Kurden. Mardin ist aber nochmal so ein Melting Pot, sagt man. In Mardin leben die unterschiedlichsten Menschen zusammen. Es gibt zum Beispiel Türken, Kurden, Araber, Aramäer oder syrische Christen. Schön, ja. So, mittlerweile sind wir in den Kleidung angekommen. Hier ist kein Tourist mehr, hier sind die Preise auch wieder ein bisschen normaler. Ich glaube, hier kaufen teilweise auch normale Leute ein. Hier zum Beispiel ganz normale Kleidung. 15 Lira. Das ist ja mal die lustigste Tierhandlung, die ich je gesehen habe. Das ist eigentlich nur so ein Seitendings. Und die haben Vögel und Mini-Fische auf ihrem Tisch. Mardin war bis zum 19. Jahrhundert ein Knotenpunkt der Handelsstraßen, die vom Schwarzen Meer nach Syrien oder vom Mittelmeer nach Mesopotamien führten. Mardin lag übrigens auch mitten auf der historischen Seidenstraße. So, hier wird das Pferd gewaschen, ja. Ein bisschen frisch machen. Und jetzt wird es in der Sonne getrocknet. Hier sind wir bei der Polsterei. Hier werden Polster gemacht für, also Sättel. Richtig schöne Oldschool-Näherei hier. Holzhahn hier, Kinderwiegen, allerlei. So, haben wir eine Rösterei. Unten mit Gasfeuer gemacht, dann dreht sich die Trommel, da hinten ist der Motor. Und da lagert er schon die Sachen, Kürbiskerne, alles was geröstet wird. Und hier haben wir eine Schredder-Schrotmaschine, da kann er alles reinschmeißen und Granulat draus machen. Ja, der coolste Friseur überhaupt. Wir sind hier zufällig reingestolpert. Ja, und hier riecht's gut. Ja, voll schön. Wie? Hier gibt's alles Mögliche. Auf der einen Seite Kaffee, auf der anderen Seite antikes Geraffel. Und es riecht nach... Es ist echt krass. So Salsa-Paste oder so? Ja, dann vorne wird's richtig gute Salsa-Paste. Salsa-Paste. Also Salsa ist so eine rote
man könnte sagen, es sieht aus wie Tomatenmark. Paprikapaste mit Gewürzen. Genau, und schmeckt super. Grundlage für ziemlich jedes Gericht. Mir hat die Handwerksgasse richtig gut gefallen. Zu sehen, wie all die Menschen ihrem täglichen Handwerk nachgehen, finde ich sehr beeindruckend. Vor allen Dingen solche altertümlichen Methoden wie Schmiede oder sowas, die es bei uns in Deutschland schon überhaupt nicht mehr gibt. Dort werden Dinge repariert, Kondensatoren auseinandergebaut. Es gibt einfach alles und nichts, was es nicht gibt. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Besonders zu sehen, wie Dinge, die bei uns längst auf dem Müll landen, dort repariert und weiterverarbeitet werden. Zu sehen, wie Schmiede Pflöcke für die Koppel herstellen, an denen dann Esel angebunden werden, die den ganzen Tag lang dort grasen, oder Pferde. Und das in echter Handarbeit. Das war für mich etwas wirklich sehr Besonderes. Da könnte ich Stunden verbringen und dann wird die Melli immer ganz böse, weil ich auch mal was mitkaufen will. Und sie sagt, wir haben aber keinen Platz mehr. Ist ganz schön warm hier drin. Ah, er macht Schlösser und so Zeug. Schlösser. Super. Super. Also wenn ihr vorbeikommt, das ist er. Also wir sind hier in der Handwerker-Ecke und überall, wo wir vorbeigehen, ist der Daniel so fasziniert und er würde am liebsten unsere Ausrüstung komplettieren. Ich liebe ja Baumärkte, ne? Und hier gibt es alles. Und oh, guckt dir mal den Bolzenschneider an. Guckt euch mal diesen riesigen Bolzenschneider an. Das ist ein Meter Hebelweg. Würde ich gerne haben. Wir haben keinen Platz mehr und ja. Gewicht auch nicht. Also wow, eine Säge und auch was nicht alles Tolles gibt. Auch fürs Camping, Leute. Das kann ich viel leichter an mein Holz schlagen. Alles gebrauchen. Sicher. Vor allem bei dem Schmied. Oh. Ja, jetzt ist Mittagspause bei uns. Und wir sitzen hier in so einer Treppe, weil da drüben gibt es Wasser. Das kommt da aus dem Berg raus. Und jetzt haben uns die lieben Leute zusätzlich zu unseren Tomaten ein bisschen Käse gebracht, Oliven und einen Tee. Sehr nett. Ja, unglaublich nett. Und gesehen, dass wir hier futtern und dann dachten wir so, hey, da passt doch ein bisschen Oliven dazu, Käse und Tee. Super lieb. Mittagspause ist rum, es ist affenheiß. Es ist unglaublich heiß, ja. Oh, wir schauen mal weiter. Wow. Wie so eine Art Museum ist es hier. Wir haben einen Blick in das Museum geworfen. Ja, hier haben wir ein typisch türkisches Wohnzimmer, wie es früher mal war. Es dreht sich alles um den Çay, wortwörtlich. Man hat hier kleine Sitzkissen, natürlich auf dem Teppich, auf dem man vorher seine Schuhe auszieht. Dann sitzt man hier, trinkt Tee, unterhält sich. Genau, Wandschmuck, Teppiche, geknüpft, handgeknüpft natürlich. Genau, und Körbe wie am Fenster hier zur Aufbewahrung von Datteln, Früchten etc. Ein altes türkisches Schlafzimmer. Und auf dem Schild hier steht sowas wie: Hey, bitte keinen Chai trinken und hier schlafen gehen. Also wir wissen es nicht, aber wir schätzen es mal. Hier sehen wir viel Geschichte und treffen sogar auf Menschen, die sich für uns Zeit nehmen und zeigen, wie zum Beispiel traditionelle Kleidung und die unterschiedlichen Kunsthandwerke hergestellt werden. Ja, sieht gut aus. Mit der Radelkleidung? Ja, passt eigentlich ganz gut. Jetzt noch die Haare kämmen und dann sieht es richtig fesch aus. Oh, ja, super. Melli darf mal durchprobieren. Ah, sieht fesch aus. Jo. Oh, das ist zum Fahrradfahren gut in der Wüste, glaube ich. Was denkt ihr? Ja, finde ich auch. Du musst nur das Kevlar ersetzen gegen den Helm, aber sonst... Was wir zu sehen bekommen, ist echte Handarbeit. Auf einer Art Pauspapier wird das verschnörkelte Muster übertragen. Auf dem Keramikteller wird die Mitte gekennzeichnet und danach wird die Schablone draufgelegt und entlang des Musters perforiert. Mit Hilfe von Kohle dreht die schwarze Farbe durch die feinen Löcher direkt auf den Teller. Somit wird das Motiv direkt auf dem Teller sichtbar und er kann angemalt werden. Es fehlt nur noch die Glasur und raus kommt ein richtig tolles Kunstwerk. Die Stadt ist unter anderem berühmt für seine Gold-, Silber- und Kupferschmiede.
Die nette Dame hat uns gerade erklärt, wie das alles hergestellt wird und hat uns auch gezeigt, wie sie es einsetzt. Es ist richtig interessant, das mal zu sehen. So Work in Progress. Wirklich unglaublich, was da an Arbeit drin steckt. Ja, das ist handgemacht. Und ja, nicht der Straßenschrott, den man überall angedreht bekommt, sondern das hier ist halt wirklich coole türkische Handwerkskunst. Also echt schön, sowas auch mal live zu sehen von jemandem, der es auch kann. Also richtig cool. Wir haben uns mit Ali Can getroffen. Er fährt auch leidenschaftlich Fahrrad. Und er hat uns spontan auf einen Chai eingeladen. Er will uns noch ein wenig mehr von Mardin und der Umgebung zeigen. Schmeckt super. Ich habe jetzt was Rotes und Frühstück. Also Pistazie und wahrscheinlich irgendeine Beeren. So viel Pistazie in einem Eis, dass du wirklich darauf kauen kannst, habe ich noch nie. Wirklich eine Bombe. Also wenn ihr hier seid, probiert mal Pistazieneis. Richtig klasse. Haltet euch einfach an die Einheimischen. Da wo ihr seht, viele Einheimischen essen Eis, geht's dahin. So, genug Eis gefuttert. Wir fahren jetzt in der Kirche oder sowas. Er hat gesagt, er kennt sich hier aus und wir sollen es unbedingt angucken. Also, wir machen das immer gerne mit. So Spontaneinladungen gefallen uns eigentlich sehr. Passieren wieder ganz viele ungeplante Dinge. Und zwar sind wir jetzt hier am Kloster. Und wir freuen uns eigentlich richtig, weil wir das jetzt gar nicht eingeplant haben. Aber es haben doch so viele Leute gesagt, schaut euch das unbedingt an. Ja, und jetzt sind wir hier. Ja. Es geht zum Safran-Kloster, also ein syrisch-orthodoxes Kloster. Der Name kommt vom Safran, den man angeblich beim Bau des Klosters in den Mörtel gemischt hat, damit es immer gut riecht. Unter der Grabkapelle des Klosters liegt der älteste Raum. Man geht von einem Tempel aus, der aus vorchristlicher Zeit stammt. Die Ursprünge gehen wohl bis ins 5. Jahrhundert nach Christus zurück. Heute lebt der Bischof von Mardin dort. Ja, Führung war cool, aber leider halt auf Türkisch. Ja. Das googeln wir später und machen dann Kommentare für euch rein. Aber es ist sehr schön. Also man muss sich das übersetzen lassen, muss vorher recherchieren. Dann macht es wahrscheinlich mehr Sinn. Vielleicht werden irgendwann hier auch englische Führungen angeboten. Dann können wir es euch empfehlen. Wir sind im Moment die zwei einzigen nicht-türkische Touris. Das ist lustig. Aber es ist sehr, sehr schön. Ein schöner Tag neigt sich dem Ende zu. Wir fahren weiter. Ich bin im Auto zurück. War ein schöner Tag mit dir. Dankeschön. Bitte schön. Vielen, vielen Dank. So, wir haben ja gestern mal auf Instagram gefragt, wo wir bleiben können. Dann hat sich der Hassan gemeldet, das ist ein Lehrer. Und er hat gemeint, wir sollen mal vorbeischauen. Kein Problem, wir können uns ein bisschen erholen. Das machen wir jetzt. Guten Morgen. Wie haben wir gestern geschlafen auf heute? Almanya'ya çok selamlar. Almanya'daki abime de selam söylüyorum. Buradan Almanya'ya selamlar. Und das ist total früh, 6 Uhr oder so. Und jetzt packen wir zusammen, gibt's noch Frühstück und es geht weiter nach Midyat. Oh, wir haben uns jetzt hochgequält auf 1120. Und hier ist es richtig kalt, ich habe meine Weste rausgeholt. Der Wind geht, Landschaft ist schön. Ja, kann man auf jeden Fall sehen. Richtig hübsch, aber es ist wirklich kalt. Und ihr wisst ja noch, bis vor 2 Tagen oder so waren wir in 40 Grad im Schatten. Und jetzt haben wir gerade mal 21, die Hälfte. Ah, super, Speed Mini. Du musst dich ducken. So, wir haben schon wieder 1200 Kilometer voll. Da vorne ist bald Midyat in 30 Kilometern. Danach geht es auch schon nach Batman. Ja, 29. Wenn jetzt ganz verwundert, dass es so schnell ging, ja? So ist es. Mardin hat uns wirklich gut gefallen. Wir hoffen euch auch. Kommt mit uns in der nächsten Episode mit nach Midyat. Dort soll die historische Altstadt zu den schönsten Orten der ganzen Region um Mardin zählen. Vielen herzlichen Dank an alle unsere Unterstützer. Wenn auch du uns einen Döner ausgeben möchtest, schau doch mal in unserer Videobeschreibung nach. Dort findest du alle Infos und Links, wie du uns unterstützen kannst. Liebe Grüße, Gülle Gülle!